Vorsicht vor Steuersoftware und Buchhaltungssoftware. Dir ist das Problem vielleicht gar nicht so sehr bewusst, aber ganz viele Steuer- und Buchhaltungsprogramme haben ein grundsätzliches Problem. Beziehungsweise du hast ein Problem, wenn du diese Software verwendest. Und zwar sind diese Softwarelösungen nicht finanzamtskonform. Was das genau bedeutet, worauf du achten solltest bei der Auswahl deines Tool-Setups und wie du das in Zukunft besser machen kannst und da weniger Gefahr läufst, böse Überraschungen zu erleben, das erkläre ich dir in diesem Video. Und zwar anfangen möchte ich mit einem Steuerberater. Also wir stellen uns jetzt einmal vor, einen Steuerberater. Jeder Steuerberater hat in Deutschland die Steuerberaterprüfung absolviert und bestanden. Und das ist keine Selbstverständlichkeit, weil die Durchfallquote bei dieser Prüfung liegt bei 50–60%. Und bei weitem nicht jeder darf sich zu dieser Prüfung anmelden. Wenn du kein Studium gemacht hast, dann brauchst du eine Ausbildung zum Steuerfachangestellten und musst 8 Jahre in diesem Beruf gearbeitet haben, um überhaupt qualifiziert zu sein, an dieser Prüfung teilzunehmen. Und dann kannst du natürlich auch den Weg wählen, dass du ein Studium gemacht hast, Bachelorstudium oder Masterstudium in dem Bereich und dann jeweils aber noch jahrelang Berufspraxis sammeln musst, um überhaupt in der Lage zu sein, dich für diese Prüfung anzumelden, durch die dann so ungefähr 60% durchfallen. Das heißt, Steuerberater oder Steuerberaterin in Deutschland ist ein geschützter Beruf, der wirklich extrem hohe Ansprüche hat. Jeder, der sich Steuerberater nennt, der hat wirklich was geleistet und da steckt natürlich eine gewisse fachliche Qualität dahinter. Und jetzt kommen wir zu der Quizfrage. Was glaubt ihr, wie das bei Software aussieht? Also Software, mit der du irgendwas steuerlich Relevantes machen kannst. Da gibt es genau 0 Voraussetzungen. Es gibt keinerlei Regulation, keinerlei Auflagen für Steuersoftware. Jeder von uns, also du und ich, wir dürfen Steuersoftware bauen. Egal, ob wir davon Ahnung haben oder auch nicht. Und das ist ehrlicherweise bei ganz viel Softwareangeboten auch das Problem. Es gibt wirklich am Markt und teilweise auch Marktführer, Anbieter, die einfach inhaltlich nicht richtig sind. Das heißt, dann schreibst du eine Rechnung und da fehlt eine Angabe. Oder du erfasst eine Ausgabe und diese Ausgabe taucht aber im falschen Feld der Umsatzsteuervoranmeldung auf. Das gibt es wie Sand am Meer. Und da haben wir ehrlicherweise ein riesengroßes Problem, weil welcher Anwender ist denn ernsthaft in der Lage nachzuvollziehen, ob eine Steuersoftware im Hintergrund eigentlich richtig rechnet und ob sie bestimmte Einträge richtig erfasst oder festschreibt oder wie auch immer. Dazu ist man als Anwender ja gar nicht in der Lage. Dazu sind ehrlicherweise auch viele Steuerberater gar nicht in der Lage. Und das ist natürlich ein riesengroßes Problem, weil wer haftet denn, wenn eine Software schlecht arbeitet? Naja, wenn du einen Steuerberater hast, dann haftet tatsächlich der Steuerberater. Der Steuerberater hat eine Versicherung und wenn ein Steuerberater dir etwas Falsches sagt und du dadurch einen finanziellen Schaden erleidest, dann kannst du tatsächlich den Steuerberater bzw. die Versicherung, die du übrigens immer findest im Impressum der Steuerkanzlei, die springt dann tatsächlich ein und gleicht dir deinen Schaden aus. Und wenn du eine schlechte Software verwendest, dann ist es deine Schuld. Die Software, der Softwarehersteller, der haftet für eine fehlerhafte Software nicht. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass du dir eine Software ganz genau anschaust, bevor du sie verwendest. Das magische Wort bzw. die magische Abkürzung heißt da GOBD, also die Grundsätze, wie man in Deutschland Buchhaltung machen muss. Ich habe dazu übrigens schon mal ein separates Video aufgenommen, das verlinke ich dir einmal oben rechts. Schau dir das gerne an, wenn du GOBD generell das erste Mal gehört hast. Und du musst dich nicht nur GOBD-konform verhalten, sondern die Software und die Tools, die du verwendest, die müssen natürlich GOBD-konform sein. Und ganz konkret bedeutet das, deine Buchhaltung muss vollständig sein, sie muss inhaltlich richtig sein, die Aufzeichnungen müssen zeitnah erledigt werden, es braucht eine gewisse Ordnung und es muss eine Unveränderbarkeit gegeben sein. Das heißt, wenn du in dein Buchhaltungsprogramm etwas einträgst, dann darfst du es nicht anschließend wieder löschen können, wie zum Beispiel das in Excel möglich ist. Deswegen kannst du deine Buchhaltung auch nicht rechtskonform in Excel machen, weil ich in Excel einfach mal eine Zeile löschen kann oder eine Spalte und nachher kann das keiner mehr nachvollziehen. Das heißt nicht, dass dein erster Eintrag immer richtig sein muss. Du kannst den anschließend noch ändern. Das heißt dann aber, du brauchst erst einen Eintrag, dann den Änderungseintrag oder den Stornierungseintrag und unter Umständen im dritten Schritt dann nochmal den richtigen Eintrag. Dann hast du ja den Eintrag geändert, du hast aber eine Art Veränderungsprotokoll und für das Finanzamt ist es später möglich nachzuvollziehen, was wurde denn da gemacht und musst da nicht skeptisch werden, dass da vielleicht unter Umständen
Umständen später die Hälfte rausgelöscht worden ist. Und wenn du so ähnlich tickst, wie ich ticke, dann ist deine erste Frage, die du jetzt hast, und was ist, wenn nicht? Also was steht hier eigentlich auf dem Spiel? Worüber reden wir denn eigentlich? Wie groß ist denn der finanzielle Schaden? Es ist ja so, du arbeitest mit einer Software, es ist alles fein, du reichst deine Steuererklärung ein, ist auch alles fein, das Finanzamt sagt, ist okay, schickt dir einen Steuerbescheid und so weiter. Und dann kommt alle paar Jahre mal das Finanzamt und sagt, ja gut, hier, hallo, wir würden gerne mal eine Betriebsprüfung durchführen und wir schauen uns die Buchhaltung jetzt mal ein bisschen genauer an. Und dann schaut sich ein Betriebsprüfer das an, wie du so zu deinen Zahlen gekommen bist und wie du dann am Ende in der Steuererklärung deine Steuer berechnet hast. Und je nach Fehler, der dann da in deiner Buchhaltung irgendwie gemacht wurde, ist dann nach der Betriebsprüfung meistens dein Gewinn in den entsprechenden Jahren ein bisschen höher, und ein bisschen höherer Gewinn führt automatisch dann zu einer höheren Steuerlast, weil je mehr Gewinn, desto mehr Steuern. So läuft es im Wesentlichen ab. Und was das genau im Detail bedeutet, kann ganz unterschiedlich sein. Also beispielsweise die Ausgaben sind nicht vernünftig erfasst oder nicht plausibel, nicht nachvollziehbar, dann kann es sein, dass das Finanzamt hingeht und sagt, nee, diese Ausgaben erkennen wir nicht an. Und das führt dann dazu, bei weniger Ausgaben ist der Gewinn höher und halt wieder die Steuerlast höher. Oder zum Beispiel bei einem Fahrtenbuch. Also wenn du ein Fahrtenbuch führst und der Betriebsprüfer schaut sich dieses Fahrtenbuch an und sagt, ja, da passt aber so einiges nicht zusammen. Ich glaube diesem Fahrtenbuch einfach nicht. Er verwirft das Fahrtenbuch. Er glaubt dem einfach nicht. Dann geht er hin und sagt, naja, wir müssen ja kein Fahrtenbuch führen. Wir können ja auch die 1%-Methode anwenden. Und dann wendet er einfach die 1%-Methode an. Und da die 1%-Methode finanziell meistens unattraktiver ist, führt das dann wiederum dazu, dass dein Gewinn entsprechend höher ist und damit auch wieder deine Steuerlast ein bisschen höher ist. Der absolute Worst Case ist, dass der Betriebsprüfer deine gesamten Buchhaltung einfach nicht glaubt. Also du hast zum Beispiel alles einfach in Excel gemacht und das ist in sich auch nicht plausibel und da fallen schon Umständlichkeiten auf. Dann sagt der Betriebsprüfer tatsächlich, ich verwerfe die gesamte Buchhaltung und dann wird geschätzt. Und du kannst dir ja vorstellen, was das Finanzamt wohl schätzt, ob der Gewinn eher ein bisschen höher ist, wenn das Finanzamt deinen Gewinn schätzt, oder ein bisschen niedriger. Und das solltest du natürlich vermeiden. Du solltest es vermeiden, dass das Finanzamt deine Buchhaltung oder dein Fahrtenbuch oder sonst irgendetwas verwirft und anfängt, irgendwelche Pauschalierungen oder Schätzungen anzusetzen. Das ist für dich immer unattraktiver. Und das große Problem, was du an dieser Stelle haben kannst, ist, dass du vielleicht alles richtig gemacht hast, super gewissenhaft gearbeitet hast, alles übersichtlich ist, aber die Software, die du verwendet hast, die ist halt nicht GOBD-konform. Das heißt, der Betriebsprüfer sagt, bei der Software kann man ja nachträglich Dinge löschen oder ändern. Weil Buchungssätze zum Beispiel nicht festgeschrieben sind. Das geht im Buchhaltungsprogramm. Ich weiß, es ist manchmal ein bisschen nervig, dass man Dinge nicht mehr ändern kann. Oder aber auch in einem Fahrtenbuch. Das heißt, dass im Fahrtenbuch die Fahrten einfach festgeschrieben sind, dass du die nicht mehr ändern kannst. Das ist im Alltag nervig, das sorgt aber dafür, dass dieses Fahrtenbuch GOBD-konform ist. Das bedeutet im Klartext, dass du letztendlich in diesen Betriebsprüfungen für die eingesetzte Software mithaftest. Und deswegen solltest du wirklich sehr achtsam dabei sein bei der Auswahl der richtigen Software. Es kann unterm Strich nämlich durchaus passieren, und das passiert regelmäßig auch, dass du alles richtig gemacht hast. Aber weil die Software nicht GOBD-konform ist, bekommst du ein Problem in der Betriebsprüfung. Und Problem heißt dicke Steuernachzahlung. Deswegen ganz dringender Appell, achte bitte bei der Auswahl deiner Steuersoftware unbedingt darauf, dass die GOBD-konform ist. Und das gilt für alle Prozesse, die irgendwie steuerlich relevant sind. Also Fahrtenbuch, Rechnungsschreibung, Buchhaltungsprogramm, Bankkonten. All das, was irgendwie Einfluss haben kann auf deine Steuerlast, das sollte GOBD-konform sein. Und wie du herausfinden kannst, ob ein bestimmtes Tool oder eine bestimmte Software finanzamtkonform ist, also nach den GOBD funktioniert, das schauen wir uns jetzt mal im Detail an. Ich habe ja schon eingangs gesagt, dass sich nicht jeder Steuerberater oder Steuerberatung nennen darf. Ob eine Steuerberatungskanzlei tatsächlich eine Steuerberatungskanzlei ist, das ist eigentlich relativ leicht zu erkennen, und zwar bekommt man eine offizielle Anerkennungsurkunde. Das heißt, eine Steuerkanzlei darf Steuerberatung ausüben, wenn sie eine solche Urkunde hat. So sieht die aus. Sollte ich vielleicht irgendwie mal einrahmen oder so. Aber hier steht drauf, diese Steuerberatungskanzlei ist tatsächlich eine Steuerberatungskanzlei und darf tatsächlich steuerberatend tätig sein. Das ist eine ziemlich eindeutige Sache. Einen solchen Nachweis gibt es, wie gesagt, nicht bei Software. Was es aber gibt, weil es das nicht gibt, ist natürlich eine freiwillige Prüfung. Das heißt, professionelle Steuersoftware weiß natürlich,
dass es sowas gibt bei Menschen und die hätten sowas natürlich auch gerne. Und natürlich können die sich einfach freiwillig prüfen lassen. Viele Buchhaltungsprogramme oder Fahrtenbücher und so weiter, die lassen sich freiwillig prüfen. Ganz häufig von einer Big Four Gesellschaft, also von Deloitte, PwC, KPMG oder EY. Und dann lassen die sich komplett einmal durchprüfen von denen und dann haben die ein Zertifikat, ein Siegel von dieser Prüfungsgesellschaft und können sagen, wir sind GOBD-konform. Und das ist natürlich für dich als Anwender ja der beste Nachweis eigentlich, weil da hat einer mit Ahnung drauf geschaut und unterschreibt und steht mit seinem Namen quasi dafür, dass diese Software dann wirklich GOBD-konform ist und dass du die benutzen kannst. Das große Problem ist nämlich, dass das Finanzamt keine Empfehlungen rausgibt. Also du bekommst vom Finanzamt keine Empfehlung, jetzt zum Beispiel Lexware zu benutzen oder Wimcar zu benutzen. Das werden die nicht machen. Deswegen gibt es diese freiwilligen Prüfungen. Natürlich kannst du dich auch zumindest bis zu einem gewissen Grad darauf verlassen, wenn ein Steuerberater dir eine Software empfiehlt. Idealerweise auch, wenn er es öffentlich macht und dann in gewisser Weise mit seinem Namen dafür steht, dann ist das schon auch ein Zeichen, okay, diese Software scheint in Ordnung zu sein. Aber ganz wichtig, Steuerberater sind nicht zwingend Software-Experten. Das heißt, nur weil irgendein Steuerberater sagt, ja, das gibt es ja auch irgendwie, heißt es nicht, dass er das sich im Detail angeschaut hat. Deswegen schau da unbedingt auf, ja, ich würde mal sagen, öffentlichkeitswirksame Empfehlungen. Also wenn zum Beispiel ein Steuerberaterverband eine offizielle Kooperation mit einem Softwareunternehmen hat, dann kannst du davon ausgehen, dass dieser Verband sich diese Software auch genau angeschaut hat, ob die denn tatsächlich GOBD-konform ist und ob man die denn tatsächlich auch bewerben kann oder sich ja für diese Software aussprechen kann. Das heißt, diese Kooperation mit Verbänden oder auch mit größeren Steuerberatungsgruppen, wie zum Beispiel Ecovis oder ETL-Gruppe, das sind so große Steuerberatungsgruppen, die sind definitiv ein Qualitätsmerkmal und generell die enge Zusammenarbeit mit Steuerberatern. Am entscheidendsten sind aber letztendlich Erfahrungen in tatsächlichen Betriebsprüfungen. Das kannst du natürlich von außen nicht nachvollziehen. Du weißt jetzt nicht, ob ich letztes Jahr eine Betriebsprüfung hatte und welche Software ich verwende und ob die durchgegangen ist. Das weißt du als Außenstehender jetzt nicht. Bei mir vielleicht, jeder von euch weiß, dass ich Lexware für meine Buchhaltung benutze, dass ich Wimcar für mein Fahrtenbuch benutze und so weiter. Das ist jetzt alles kein Geheimnis und deswegen weißt du das jetzt in meinem Fall, aber du weißt jetzt ja nicht, ob eine bestimmte Software in den letzten 100 Betriebsprüfungen, wo diese Software im Einsatz war, quasi vom Finanzamt auch anerkannt wurde oder nicht. Weil das Finanzamt schaut sich natürlich Software an und verwirft tatsächlich manchmal auch eine Buchhaltung und so weiter. Aber immer wenn es sauber durchgeht und für keine Probleme sorgt, dann wirst du es nie mitbekommen. Was du aber unter Umständen mitbekommen kannst, ist, wenn bestimmte Softwareanbieter in Betriebsprüfungen quasi durchfallen, verworfen werden. Weil nach so einer Betriebsprüfung kann zum Beispiel Folgendes passieren, dass der Steuerpflichtige nicht einverstanden ist mit der Steuernachzahlung und man sich dann streitet, also Finanzamt und Steuerpflichtiger, und dann trifft man sich vor Gericht. Und vor Gericht wird dann verhandelt und dann gibt es ein Urteil. Und diese Urteile kannst du einsehen, also vom Finanzgerichten und vom Bundesfinanzhof und so weiter. Da gibt es regelmäßige Urteile und da geht es zum Teil auch um Softwareeinsatz. Teilweise auch um die falsche Bedienung von einer vollkommen in Ordnung Software, aber manchmal halt auch um die Nutzung und vielleicht auch die sehr gewissenhafte Nutzung einer fehlerhaften Software. Sowas ist dann schon möglich. Das heißt, negative Presse oder negative Tools, die werden dann schon öffentlich. Dann, wenn es sauber durchgeht, ehrlicherweise, dann kriegst du davon nie was mit. Das wäre aber eine Sache, die du überprüfen könntest. Also du könntest das Tool, vor dem du gerade sitzt, einfach mal googeln und dann Finanzgericht, Urteil einfach als ergänzen und dann bekommst du schon Eindruck. Und wenn dann regelmäßig davor gewarnt wird oder du Urteile findest, wo genau diese Software dann verworfen wird, ja, dann solltest du lieber Abstand nehmen und ein anderes Tool verwenden. Und letztendlich sind das ja alles nur Indikatoren. Das sind natürlich ehrlicherweise sehr starke Indikatoren. Also wenn du so auf dem Level schon eine Software prüfst, dann bist du besser als 99% der Selbstständigen da draußen, muss ich ganz ehrlicherweise sagen. Aber du kannst dir natürlich auch einzelne Funktionen von der Software selber anschauen, weil was die GOBD sind, das ist ja kein Geheimnis. Und du kannst natürlich die Funktionsweise von einer Software anschauen und für dich selber entscheiden, das scheint GOBD-konform zu sein oder nicht. Weil all das, was ich bisher genannt habe, ist ja nicht verpflichtend. Und ein Indikator, dass die GOBD ernst genommen werden, den habe ich schon erwähnt, und zwar das Festschreiben von Buchungen oder von Fahrten und dieses Änderungsprotokoll. Also wenn man nachträglich noch Dinge ändern kann, dass man sie nicht mehr einfach nur ändern kann, sondern stornieren muss und dann neu anlegen muss. Das sieht man zum Beispiel bei einigen Softwareanbietern schon, bei anderen wiederum nicht. Und ich nehme da einfach Excel als Beispiel, weil ich hier ehrlicherweise an dieser Stelle auch keine Tools an den Pranger stellen möchte, nehme ich immer als
als Excel als Negativbeispiel. Bei Excel kannst du einfach Dinge löschen und hast kein Änderungsprotokoll und deswegen ist Excel äußerst kritisch in der Buchhaltung. Außerdem musst du deine Unterlagen 10 Jahre lang revisionssicher aufbewahren. Revisionssicher heißt unveränderbar und das muss natürlich auch irgendwie ein Service sein von deinem Buchhaltungsprogramm. Außerdem, gerade im Kontext der Zusammenarbeit mit Steuerberatern, wie ernst nehmen die Softwareanbieter eigentlich die Steuerberater und auch die Haftung und so weiter, kannst du darauf schauen, ob es Exportfunktionen zu Datev gibt. Also Datev ist das Standardprogramm, das Standardformat von Steuerberatern und wenn es da irgendwie eine Schnittstelle gibt, dann ist das meistens ein ganz guter Indikator. Bleiben wir bei den Exportmöglichkeiten. Das Betriebsprüfungsformat, wie man so sagt, ist das sogenannte GDPDU-Format. Wenn eine Software solche Exportfunktionen anbietet, ist das schon mal ein ganz gutes Zeichen, weil es ein Indikator dafür ist, dass sich dieser Software überhaupt bewusst ist, dass sie auch manchmal in der Betriebsprüfung näher angeschaut wird. Und dann ist natürlich auch der fachkundige Support. Also wie positioniert sich diese Software? Ist das jetzt eine reine Steuersparsoftware? Geht es um irgendwie Effizienzthemen? Oder sind da tatsächlich auch fundierte Artikel, fundierte Hilfe, Texte, Kooperation und auch der Support, wenn man anruft oder wenn man über einen Chat schreibt, eine E-Mail schreibt, kann da jemand inhaltlich weiterhelfen? Ich habe das an anderer Stelle schon mal gesagt, Steuerberatungen dürfen nur Steuerberater machen oder Steuerberatungskanzleien, also solche, die irgendwie solche Urkunden haben. Das heißt, ein Softwareunternehmen darf nicht steuerberatend tätig sein, aber man kriegt ja trotzdem Eindruck davon, ob die steuerlich überhaupt wissen, was sie da tun oder halt nicht. Das alles sind Indikatoren, das sind alles keine schwarz-weiß Entscheidungsmerkmale. Aber mit diesen von Prüfsiegel von KPMG und Co. bis hin zu Funktionsumfang von Tools. All diese Informationen geben dir ja so ein Gesamtbild, wo du dann ganz klar sagen kannst, das scheint gut zu sein oder das scheint nicht gut zu sein. Und wenn du eine ganz konkrete Frage zu einem ganz konkreten Tool hast, dann lass es mir gerne im Kommentarbereich wissen. Und an der Stelle möchte ich mich einmal bedanken, auch beim Sponsor dieses Videos, denn der Sponsor ist Wimcar. Wimcar ist ein elektronisches Fahrtenbuch. Ich habe seit wenigen Wochen tatsächlich ein Auto. Ich hatte, als ich ganz jung war, ein Auto und dann bin ich nach Berlin gezogen. In Berlin braucht niemand ein Auto. Ich habe seit ganz kurzer Zeit tatsächlich ein Auto und weil mir die 1%-Methode zu teuer ist und weil ich es überhaupt nicht mag, ständig immer jede Fahrt einzeln in so einem Buch aufzuschreiben, benutze ich tatsächlich Wimcar. Man bekommt das in so einer Verpackung und dann bekommt man hier erstmal eine Anleitung und so einen QR-Code zum Scannen und so weiter. Und dann sieht Wimcar im Wesentlichen so aus. Das heißt, man hat einen so einen Stecker, den steckt man bei sich im Auto quasi einmal rein und hat dann auch, den QR-Code sieht man hier, das heißt, man hat einen QR-Code und scannt das Ganze dann mit dem Smartphone ab. Diese beiden Geräte führen mein Fahrtenbuch letztendlich wie von allein. Also dieses Ding steckt in meinem Auto und sobald mein Auto bewegt wird, läuft der Counter mit. Also dann wird durch GPS-Tracking genau die Fahrt aufgezeichnet und ich habe die in meinem Smartphone. Übrigens gibt es auch eine Web-App, ich mache das meistens aber über Smartphone und muss dann im Smartphone eigentlich sagen, war es eine private Fahrt, war es eine berufliche, also betriebliche Fahrt und wenn es eine betriebliche Fahrt, noch so ein paar zusätzliche Informationen, warum bin ich dahin gefahren und so weiter. Das kann ich alles über die mobile App eintragen. Und all das, was ich heute in diesem Video erzählt habe, gilt tatsächlich auf Wimcar. Natürlich, es gibt keine offizielle Empfehlung, aber Wimcar hat einen Prüfbericht von KPMG, hat offizielle Kooperationen mit Steuerberatern. Ich benutze Wimcar auch und auch vom Funktionsumfang gibt es gegen Wimcar absolut nichts einzuwenden und ich aus meiner persönlichen Erfahrung kann sagen, bei Mandanten, die in der Betriebsprüfung waren, die Wimcar im Einsatz hatten, da hatten wir schon so ein paar Betriebsprüfungen, da gab es auch mal größere und kleinere Probleme, aber niemals mit Wimcar. Und von daher ist das an meiner Stelle für ein elektronisches Fahrtenbuch die eindeutige Empfehlung. Ich kann euch sagen, ein Papierfahrtenbuch ist deutlich anfälliger und wurde in Betriebsprüfungen schon deutlich häufiger bei uns verworfen, weil da schleichen sich einfach regelmäßig Fehler ein und das habe ich bei Wimcar zumindest noch nicht mitbekommen. Deswegen klare Empfehlung. Alle Informationen dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Und wenn du dazu noch Fragen hast, dann lass es mich gerne im Kommentarbereich wissen und ich versuche dir da gerne weiterzuhelfen. Und auch wenn du sonst noch Fragen hast zum Thema GOBD und wie finde ich eigentlich die richtige Software, dann lass mich diese Fragen auch unten im Kommentarbereich wissen. Ich würde mich freuen, dir da weiterhelfen zu dürfen. Und ansonsten schau dir Wimcar an, wenn du einen Firmenwagen hast. Abonniere den Kanal, um immer auf dem Laufenden zu bleiben oder schau dir einfach jetzt direkt ein weiteres Video auf diesem Kanal an, zum Beispiel das hier oder das hier.